Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Flive Universe Video. Heute mit 10 Gründen, warum du im Jahr 2024 nicht Flive Universe spielen solltest und auch nicht mit Flive Universe anfangen solltest. Alle diese Gründe folgen jetzt. Einer der Hauptgründe, warum man kein Flive Universe spielen sollte oder besser gesagt will, ist die Bot-Situation. Die Bot-Situation ist sehr komplex, weil es wirklich auch einfach tagesabhängig ist, wie viele Bots es gibt, wo sie sind und so weiter. Es hängt auch damit zusammen, dass sie doch hier und da mal gebannt werden. Allerdings gibt es immer wieder Hotspots und ich habe gerade mal wieder so einen gefunden. Und das heißt, hier sind gerade auf verschiedenen Channeln irgendwas zwischen 20 und 50 Bots alleine hier an diesem Ort unterwegs. Erkennt man natürlich daran, dass sie alle mit der gleichen Taktik spielen und leveln, alle so komische Namen haben, die einfach nur aus Buchstabensalat bestehen. Und ja, die Situation, wie gesagt, ist mal schlimmer, mal besser. Hier sieht es jetzt gerade tatsächlich gar nicht so schlimm aus, weil es nicht ganz so viele Bots sind auf diesem Channel. Aber es ist auf mehreren Channeln und bei mehreren Levelbereichen so, dass hier verschiedene Bots unterwegs sind. Und das ist einfach etwas, was immer sehr schade ist, weil Bots machen immer jedes Spiel so ein bisschen kaputt. Es sieht einfach kacke aus, wenn man sowas begegnet, ganz ehrlich. Manche Leute, die das halt noch nicht wissen, reden dann auch mit denen so, zum Beispiel Hallo, und dann kommt natürlich auch keine Antwort. Ich meine, das ist ein Bot, natürlich antwortet der mir nicht. Aber es ist halt einfach für Leute, die neu anfangen und solchen Leuten dann halt im Low-Level begegnen, die einfach nur Bots sind, ist es halt immer extrem schade und extrem nervig und hinterlässt einen sehr bitteren Geschmack im Mund. Als nächstes haben wir den sehr teuren Cash-Shop. Es ist nicht so, dass es sehr hohe Beträge sind, die man hier aufladen muss, also irgendwie, dass man nur in 150 oder 200 Euro aufladen kann. Das gar nicht. Es ist sogar so, dass das reine Aufladen an sich ist sogar verhältnismäßig günstig für uns, weil es ist in Dollar. Und der Maximalbetrag sind halt $100, was halt logischerweise in Euro ein kleines bisschen weniger ist. Das heißt, man zahlt nie 100 Euro für den Höchstbetrag und bekommt dann schon gut F-Coin, also das ist hier die Premium-Währung, was im Endeffekt vergleichbar ist wie früher zu G-Potato, W-Coin, Cash, wie auch immer, aus dem alten Flive. Allerdings ist es einfach so, dass die Items an sich einfach recht teuer sind. Ja? Also ein Beispiel nur mal, um zu nennen, Party Scrolls. Ja? Party Red Scroll kostet im Flive Universe, kein Mensch weiß warum, 2.000 bis 3.000 F-Coin und hat in Flive PC und wie gesagt G-Potato, W-Coin, F-Coin rein vom Verhältnis her, was man für 100 Euro bekommt, ist immer ungefähr ähnlich gewesen, irgendwas im 10.000 bis 12.000er Bereich. Kann man also wirklich gut vergleichen. Und die haben damals wenige 100 gekostet, also unter 500. Und jetzt kosten sie 2.000 bis 3.000, nur um ein Beispiel zu nennen. Oder auch Party Stapel Scrolls haben früher nicht mal 100 G-Potato oder W-Coin gekostet, kosten jetzt 1.000, 1.500. Natürlich gibt es eine Scroll, die das Ganze ein bisschen erleichtert hat, weil sie haben den Backlash der Community nicht komplett ignoriert. Okay, aus irgendeinem Grund finde ich sie jetzt gerade nicht. Es gibt eine Scroll of Combined Party, da hat man dann alles mit drin. Alle Scrolls sind dann ein bisschen günstiger, kostet aber im günstigsten Fall knapp 30 Euro trotzdem, also 3.000 F-Coin. Und es ist absurd. Also teilweise sind die Cash-Up-Preise einfach absurd. Keine Ahnung, wer sich das ausgedacht hat, weil selbst wenn es 20% günstiger wäre, wäre es immer noch teuer. Nicht mehr so teuer, aber immer noch teuer. Also keine Ahnung warum, aber der Cash-Up ist leider sehr teuer. Kreativität und Innovation findet man in den Flive Universe Events leider selten. Thema Events ist schwierig. Meiner Meinung nach gibt es einige sehr schlechte Events, sehr viele mittelmäßige Events und nur wenige wirklich sehr gute Events. Das ist jetzt natürlich etwas subjektiv, muss ich ganz ehrlich sagen, aber die Events sind teilweise halt einfach auch zu langwierig und das aktuelle ist das beste Beispiel dafür, Spring Monster Ball Event. Man geht online, nimmt eine tägliche Quest an, tötet 100 Monster, ist 1 Stunde online und dann betritt man auch das Haus eines Freundes und trägt sich da ins Gästebuch ein. Und das war's. Und das ist das tägliche Event. Und solche Events, oder das Event ist das perfekte Beispiel dafür, das lohnt sich halt erst dann wirklich, wenn du sehr viele Charakter hast und das jeden Tag mit sehr vielen Charaktern zeitgleich machst. Und das ist halt meiner Meinung nach einfach der falsche Ansatz. Der falsche Reiz wird hier gesetzt, weil es lohnt sich mehr, extrem viele Charakter zu haben, als wirklich das Event zu grinden. Und das ist halt in einem Grind-MMO irgendwie nicht so der richtige Ansatz, meiner Meinung nach. Und ich persönlich mag es einfach nicht, wenn solche Events halt stattfinden. Als nächstes haben wir ein Thema, das mir wirklich am Herzen liegt und es tut wirklich weh. Hier seht ihr gerade, wie ich vor etlicher Zeit mal gelevelt habe und das ist leider, zumindest für mich, alltäglich. Ich kriege eine Captcha-Herausforderung
in einem MMORPG muss ich einfach wie ein Trottel da sitzen und Captchas lösen. Und teilweise, wenn man richtig viel Pech hat, lassen die sich auch einfach nicht lösen. Das ist jetzt hier das Paradebeispiel, da war ich damals richtig mad, weil mich das jeden Tag so viel Zeit gekostet hat. Da wollte ich dann mal was anderes ausprobieren. Dann habe ich es dann gar nicht mehr hinbekommen, überhaupt nochmal das normale Bilder-Captcha hinzukriegen. Und es ist ein Witz. Es ist ein Witz. Warum ist ein Captcha in einem Videospiel? Ich bin schon so oft deswegen gestorben. Ich habe schon so viel XP deswegen verloren. Es gibt so viele Leute, die sich darüber aufregen. Und es ist geistesgestört. Ja. Also wirklich, meiner Meinung nach, inakzeptabel. Und es versaut richtig den Spielspaß, wenn man mehrfach Captcha bekommt. Du loggst dich neu ein und das Captcha ist einfach immer noch da. Ja, GG, Bro. Ein weiterer Punkt, der mir persönlich auch wirklich sehr am Herzen liegt, über den ich auch schon sehr oft geredet habe und es hat sich leider in den letzten Monaten auch nie wirklich was verbessert deswegen oder dagegen, ist der Anfängersupport. Ich finde, der Anfängersupport in Flive Universe ist so schlecht wie noch niemals zuvor in der Flive-Geschichte. Noch nie haben Anfänger so wenig Unterstützung bekommen, ins Spiel zu starten. Und das ist meiner Meinung nach einer der größten Fehler. Du kannst Anfänger nicht so wenig geben und erwarten, dass Leute das Spiel spielen. Buff-Event, und das verbessert sich nicht mehr, das bleibt so. 4 Buffs auf Level 5 bzw. Level 6, ein absoluter Witz, nicht mal jeden Buff auf Level 5 zu kriegen, geschweige denn Level 7, wie es damals war. Und dann ist das ja alles, was man bekommt. Nutzlose CS-Wings permanent bringt mir nichts. Nutzlose Glasses, die, wenn ich Glück habe, permanent sind, aber höchstwahrscheinlich nicht. 1% Chance auf permanent. Dann 4 Power-Ups, die alle nur 30 Minuten halten, alle Stats plus 7 geben. Man braucht nicht alle Stats auf jedem Charakter, auch nutzlos. Eine Amplification Scroll mit 50% mehr Erfahrung für 1 Stunde, maximal bis Level 20 nutzbar. Du musst sie vor Level 20 aktivieren, vor Level 21. Und eine Scroll, die 1 Stunde hält und sich zweifach verwandelt, also insgesamt 3 Stunden Power-Up. Und das war's. Und das kriegt man nur einmal pro Account. Wenn ich mir jetzt noch einen Charakter auf dem gleichen Account erstellen würde, würde ich es nicht mehr bekommen. Nur einmal pro Account. Weil die Belohnungen sind einfach zu gut, die kann man maximal einmal pro Account rausgeben, Leute. Etwas, was mich mittlerweile tatsächlich nicht mehr ganz so sehr stört, aber was man immer noch merkt, finde ich, ist, das Spiel findet im Browser statt. Es ist ein Browser-Game. Das hier ist ein Browserfenster, das kann ich verschieben, wie ich lustig bin, bla bla bla, auf und zu machen, pipapo. Und ja, das ist es im Endeffekt schon. Es läuft einfach nicht wie ein Client, es ist kein Client und es fühlt sich nicht an wie ein Client. Ob das jetzt wirklich etwas Ausschlaggebendes ist, warum man das Spiel nicht spielen sollte, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Es ist auf jeden Fall etwas, was man bedenken sollte. Man spielt hier ein Browser-Game und hat keinen Client mehr. Hier kann da ja nicht mehr kommen, denkt ihr euch jetzt? Tja, falsch gedacht. Ein weiterer Hauptaspekt, warum ich persönlich mich immer wieder über das Spiel aufregen muss, sind die Port-Bugs bzw. die Posi-Bugs, die auch wiederum damit zusammenhängen, dass das Spiel über den Browser läuft, bzw. an der Art und Weise, wie das Spiel einfach entwickelt wurde. Und die genauen technischen Details sind jetzt gar nicht so wichtig. Jedenfalls ist es einfach so, dass diese Port-Bugs, diese Posi-Bugs niemals entfernt werden. Und ein gutes Beispiel dafür ist zum Beispiel, man läuft irgendwo dagegen. Perfektes Beispiel, man kann nicht gegen den Stein laufen. Aber man läuft irgendwo dagegen, dann merkt man, Mist, okay, ich bin dagegen gelaufen. Dann probiert man daran vorbeizulaufen, wird immer wieder zurückgeportet und dann stirbt man an einem Port-Bug. Und dafür gibt es unfassbar viele Beispiele. Ich glaube, das brauche ich keinem demonstrieren, wie das funktioniert. Hoffentlich nicht. Und ja, es ist super nervig. Es regt seit Tag 1, wo dieses Spiel existiert, auf. Und es hat sich bisher nicht verbessert. Und es wurde auch schon gesagt, da kann man nicht viel verbessern, weil das eben einfach damit zusammenhängt, wie das Spiel eben grundsätzlich aufgebaut ist. Und das zu ändern, würde halt ja, tiefgreifende Eingriffe erfordern, die das Spiel auch unsicherer machen würden, anfälliger für Angriffe. Und deswegen wird das niemals passieren. Und das ist halt dann auch ein Grund, niemals zu spielen. Ein weiterer Punkt ist, die Hype-Phasen von Flive Universe, die waren in der Vergangenheit relativ groß. Was das bedeutet oder was ich damit meine, ist letztendlich, wenn ein Update kommt oder als das Spiel released wurde, war eine lange Zeit ein richtiges Hoch. Das bedeutet, sehr viele Leute kommen rein, sehr viele Leute fangen an zu spielen, sehr viele Leute engagen in der Community, das heißt in Videos, Livestreams, im Discord sind einfach am Start. Es sind sehr viele Leute online, es ist extrem aktiv, die Leute spielen jeden Tag zig Stunden und es ist richtig geil. Leider, wie es aber mit Hypephasen so der Fall ist, halten die halt nicht ewig an. Und wenn sie vorbei sind, dann sind sie normalerweise so lange vorbei, bis eben das nächste Update kommt, bis das nächste große Ding kommt. Was an für sich ja auch kein Problem ist. Allerdings dauert das halt immer trotzdem auch ein bisschen, bis zu 8 Monate, bis halt mal ein neues Update kommt. Und das heißt, irgendwann, wenn diese Hypephasen vorbei sind, ich sag mal maximal nach 4 Monaten,
hat man dann halt eine Durststrecke von mindestens 2, im schlimmsten Fall bis zu 4 Monaten, wo halt nicht wirklich viel passiert. Und diese Phasen werden durch, zum Beispiel wie vorhin schon gesagt, Events halt, die nicht wirklich ansprechend, nicht wirklich kreativ, nicht wirklich spannend sind, nicht gerade verbessert und können sich halt richtig lange ziehen. Und in der Zeit merkt man halt, wie sehr viele Leute immer wieder aufhören und warten, bis das nächste große Ding kommt, weil die Zeit dazwischen einfach zu fad, zu öde und zu trocken ist. Der nächste Punkt ist, es dauert sehr lange, bis Suggestions der Community, Feedback der Community nicht unbedingt bei den Entwicklern ankommt, aber bis es von den Entwicklern umgesetzt wird. Woran das jetzt genau liegt, darauf will ich gar nicht unbedingt eingehen, weil ich weiß, dass es nicht jetzt direkt an den Entwicklern immer liegt oder so, will ich auch gar nicht behaupten. Ich sage lediglich, es ist Tatsache, dass manche Sachen, egal wie sehr sich die Community das Ganze wünscht und egal wie in Anführungszeichen unumfangreich das Ganze ist, dass es trotzdem extrem lange dauert, bis gewisse Sachen endlich ins Spiel kommen, eben obwohl sich das extrem oft gewünscht wird. Und wir reden hier von Zeiträumen von bis zu 2 Jahren, aka seit Release des Games gibt es Dinge, die sich die Community wünscht, die Stand heute, April 2024, immer noch nicht im Spiel sind. Und das, obwohl extra eine Suggestion-Sektion im Discord eröffnet wurde, wo die Community eben Vorschläge machen kann für Sachen, die von den Entwicklern ins Spiel entwickelt werden sollen, ins Spiel gebracht werden sollen. Und trotzdem dauert das teilweise extrem lange. Und wenn die Vorschläge dann teilweise ins Game kommen, werden sie so abgeändert, dass sie nicht mehr ganz dem Wunsch der Community entsprechen, sondern immer noch mal einen kleinen Twist haben, der von den Entwicklern bzw. Gala hinzugefügt wurde. Und zu guter Letzt haben wir auch noch einen Punkt, der mich persönlich vor allem am Anfang extrem gestört hat. Mittlerweile habe ich es auch irgendwo akzeptiert, dass es so ist und dass sich daran nicht so viel ändern lässt vielleicht. Whatever. Recycelter Content. Ich befinde mich gerade auf der Koralleninsel. Haben die meisten von euch, die die alte Koralleninsel von Flyve wahrscheinlich kannten oder kennen, gar nicht wiedererkannt. Vielleicht höchstens die Monster. Und ja, wir sind hier auf der Koralleninsel, die ganz anders aussieht als früher. Zugegeben. Allerdings ist es halt trotzdem die Koralleninsel und trotzdem die gleichen Monster. Und das ist so ein grundsätzliches Problem mit Flyve Universe. Wer hier wirklich erwartet, komplett neuen Content zu erleben, also wirklich etwas, was er noch nie zuvor gesehen hat, der wird hier wahrscheinlich nicht so ganz auf seine Kosten kommen, weil ja, an sich ist schon neuer Content dabei. Die Sachen sind anders, als sie damals waren, aber es werden zum Beispiel immer die Monstermodelle von damals verwendet. Es werden auch die gleichen Namen verwendet. Die gleichen Gebiete werden benutzt und einfach nur umgewandelt, größer gemacht, aber die gleichen Assets sind dort vorhanden. Das heißt, ja, man macht neue Sachen, aber mit altem Material. Das heißt, nichts ist wirklich jemals richtig neu, sondern es hat immer das Gefühl so, das kenne ich doch eigentlich irgendwo her. Ja, es ist anders, aber eigentlich kenne ich es doch. Und das ist halt auch so ein Ding, wenn man jetzt wirklich auf der Suche nach was komplett Neuem ist, wird das Flyve Universe, zumindest Stand heute, nicht wirklich liefern können. Und damit sind wir auch schon am Ende von unserem Video angekommen. 10 Gründe, warum sich Flyve Universe im Jahr 2024 nicht mehr lohnt. Lasst mir auf jeden Fall einen Kommentar da. Was sagt ihr dazu? Habt ihr noch Gründe, die ich nicht genannt habe? Habt ihr Gründe für das Spiel, warum man vielleicht spielen sollte? Und wie immer würde ich mich sehr freuen, wenn ihr auch im Livestream vorbeischaut. Twitch-Link ist in der Videobeschreibung. Ich streame jeden Tag und ich hoffe, wir sehen uns auch im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut, haut's rein und ciao, ciao.